Jo, hier ist Timon Krause, Mentalist, und heute kläre ich euch kurz auf über den psychologischen Unterschied zwischen Männern und Frauen und allen anderen Geschlechtern. Sehr spannendes Thema. 2005 gab es eine Metastudie von Janet Haidt von der University of Wisconsin. Da hat sie also in der Metastudie alle Studien oder verdammt viele Studien seit 1980 bis 2005 sich angeschaut und geschaut, wie unterscheiden sich Männer und Frauen in Sachen Führungskraftpotenzial, in Sachen Wahrnehmung, in Sachen Charakter und Charakterstärke und in Sachen verbale und nonverbale Kommunikation. Vielleicht habt ihr ja schon eine Idee vielleicht habt ihr schon eine Idee darüber, wie der Unterschied ist. Hier ist der Unterschied. Es gibt faktisch keinen. Und das ist mega wichtig zu verstehen, weil wir in einer Mythe leben, in der uns immer wieder erzählt wird, dass Männer und Frauen sich fundamental voneinander unterscheiden. Es ist nicht so. Ich merke es in meiner Arbeit als Mentalist auch immer wieder. Führungskraftpotenzial, nonverbale, verbale Kommunikation, charakterliche Stärke oder Schwäche und die Wahrnehmungsstärke oder das Wahrnehmungspotenzial einer Person entscheidet sich nicht über Orientierung, entscheidet sich nicht über selbst wahrgenommene sexuelle Identifizierung, entscheidet sich nicht zwischen Mann, Frau, körperlich. Natürlich gibt es biologische Unterschiede zwischen Männern und Frauen, darüber, dass Männer im Durchschnitt stärker sind, körperlich stärker sind als Frauen, als ein weiblicher Körper, brauchen wir nicht zu reden. Janet Haidt hat aber gefunden, dass eben diese Unterschiede, wie wir sie sozial konstruieren oder wie es uns sozial beigebracht wird, im Kopf zwischen Männern und Frauen nicht gibt einfach. Sie sind nicht da. Tatsächlich ging das Ganze sogar so weit, dass Männern, denen gesagt wurde, dass sie anonym an einer Studie teilnehmen, und Frauen, die gesagt wurde, dass sie anonym an einer Studie teilnehmen, wo also nicht verraten wird, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, entgegen der sozial erwarteten Stereotypen gehandelt haben, weil es eben diesen Unterschied einfach nicht gibt. Das ist sozial konstruiert. Es ist einfach verdammt wichtig, das zu verstehen und das im Kopf zu halten. Vergleichbare Studien gab es übrigens auch zu Menschen verschiedener Herkunft, ja, völlig egal, welche Hautfarbe du hast, Menschen verschiedener sexueller Orientierung, völlig egal, ob du auf das gleiche Geschlecht steht, auf andere Geschlecht, ob du Teil der LGBTQ+-Community bist. Unterschiede in der charakterlichen Stärke, in der Führungskraft, im Führungskraftpotenzial, im Wahrnehmungspotenzial und in der verbalen sowie nonverbalen Kommunikation gibt es im Grunde nicht, abgesehen von den Unterschieden, die wir halt als Individuen untereinander einfach haben. Aber es hat nichts mit Geschlecht zu tun, weder mit biologischem Geschlecht, also weder mit Sex noch mit Gender zu tun. Jetzt ist es verdammt wichtig, das zu verstehen, weil wir halt vor allem Frauen oftmals dadurch einen unfassbaren Nachteil verschaffen, dass wir glauben, dass diese Unterschiede im Führungspotenzial zum Beispiel da sind und dass Frauen deshalb zum Beispiel an die Glasdecke stoßen. Diese Metastudie, unfassbar interessant, Janet Haidt, University of Wisconsin. Ich werde sie hier drunter mal verlinken, schaut da gerne mal rein und dann denkt euch aus diesem Denkmuster unbedingt raus. Es gibt den grundlegenden psychologischen Unterschied zwischen Männern und Frauen nicht. Es ist eine Mythe, die uns erzählt wird, die wir glauben, die sozial konstruiert wird und die vor allem für die weißen Männer, natürlich einen riesen Vorteil bietet, so aber einfach falsch ist, und ich glaube, wir können das mittlerweile einfach loslassen. Die Studie war in 2005, gibt es seitdem noch viel mehr Studien, die darauf aufgebaut haben und wie gerade schon erwähnt, auch in verschiedene andere Richtungen diesbezüglich gingen. Ich hoffe, das gibt euch ein kleines bisschen Insight in dieses spannende Thema. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns bald. Haut rein, bis dann.